Hallo, wir sind Sina, Fabian und Matti. Und wir haben die letzten 3 Jahre dieses historische Pfarrhaus von 1749 kernsaniert. Und das Ergebnis zeigen wir euch jetzt. Für uns war schnell klar, dass unser Haus Charakter haben soll, dass wir auch eine Geschichte erzählen können. Deswegen haben wir ganz gezielt dann auch nach alten Häusern geschaut. So, hier sind wir in unserem Wohnzimmer. Dieser Raum hier, der war typisch 60er Jahre, relativ dunkel, schwere Holzmöbel und unser Hauptziel hier in dem Raum war vor allem Licht in den Raum zu kriegen. Genau, ihr müsst euch das so vorstellen, hier waren vorher auch nur 2 Fenster. Es gab gar keinen direkten Zugang zum Garten und ja, wir wollten dann unbedingt 2 bodentiefe Terrassentüren. Was wir auch gemacht haben, einfach um das Raumgefühl noch mal zu verbessern, wir haben die Decke an der Stelle auch angehoben und haben eine alte, abgehängte Decke hier entfernt, sind wieder auf die ursprüngliche Höhe des Hauses gegangen. Und das hat auch den Vorteil gehabt, dass wir hier wieder den Holzbalken komplett freilegen konnten und damit haben wir wieder diese Symbiose von Altem und Neuem geschaffen. Die Holzbauer hatten uns aber erst die Decken wieder ein Stück abgehängt, damit wir da Elektro und so weiter reinmachen können. Ich weiß noch, ich bin damals ins Wohnzimmer gelaufen und habe erstmal, mir sind die Tränen gekommen, weil der Balken verschwunden war. Dann haben wir überlegt, was können wir machen und haben alle Holzbalken wieder abgenommen, eigenhändig mit Hilfe von meinem Papa und haben uns dann eine Alternative überlegt und dann wurde die Decke einfach nur verputzt. Da wir die Decke insgesamt ja hier freilegen wollten, mussten wir einen Kompromiss eingehen, nämlich mit diesen Deckenkästen hier oben, in denen die ganze Technik verlegt ist. Das gilt insbesondere für eine Besonderheit hier im Haus. Wir haben nämlich eine Wandheizung. Das heißt, die wohlige Wärme hier im Erdgeschoss kommt durch Warmwasserleitungen hier in den Wänden. Das war notwendig, weil wir hier einen denkmalgeschützten Fußboden haben, den wir nicht rausnehmen konnten, um dort eine Fußbodenheizung zu verlegen. Uns hat der aber auch super gut gefallen, nämlich so gut, dass er eigentlich auch als Fischgrät das Standardmuster für unser Haus, für das Erdgeschoss und auch für die Einfahrt vorgibt. Damit ihr auch ein Gespür dafür bekommt, wie so eine Wandheizung aussieht, habe ich hier auch mal eine Wärmebildkamera, die genau zeigt, wie die Schläuche in der Wand verlegt sind. Ja, ich glaube, das fällt hier im gesamten Haus auf, dass ich so einen kleinen Tick für Lampen entwickelt habe. Und meine absoluten Lieblingsleuchten sind die Wandleuchten hier. Ich habe da, glaube ich, Stunden recherchiert und im Online-Shops nach den richtigen gesucht und habe dann irgendwann die gefunden und bin richtig happy damit, weil die so ein schönes Licht abgeben und ein bisschen besonders sind. Und jetzt kommt gerne mal mit in den nächsten Raum. Hier seht ihr jetzt unsere Küche mit angrenzendem Esszimmer. Hier war vorher eine ganz dunkle Holzküche, wie sie zu der Zeit typisch war, mit orangefarbenen Fliesen. Die haben wir dann rausgenommen, die Fliesen abgeklopft und die ganze Wand bis zum Fachwerk freigeklopft, damit wir hier die Küche nach unseren Wünschen neu aufbauen können. Also natürlich bringt die Renovierung von so einem alten Haus auch immer wieder Besonderheiten und Herausforderungen mit sich. Zum einen, was die Materialien anging. Also wir mussten hier aus Denkmalschutzgründen zum Beispiel einen naturhydraulischen Kalkputz verwenden, der von Hand aufgetragen werden muss. Und dann natürlich auch immer baulich. Gerade hier in der Küche sieht man das sehr schön. Hier wollten wir natürlich eine gerade Front für die Arbeitsplatte.
Und das war die besondere Aufgabe für unseren Verputzer, der uns dann abends auch freudestrahlend begrüßt hat und uns berichtet hat, dass er die Wand gerade bekommen hat. Allerdings musste er dafür auf der einen Seite hier 12 cm Putz auftragen. Zu unserem Esszimmertisch gibt es auch eine ganz witzige Story. Mein Mann mochte den am Anfang überhaupt nicht, aber dann waren wir in Dänemark im Urlaub in einem kleinen schönen Ferienhaus und haben da den Besitzer getroffen. Und dann hat sich herausgestellt, dass er tatsächlich der Designer von diesem Tisch ist. Und seitdem hat mein Mann irgendwie auch eine positive Einstellung dazu. Was für uns den Charme des Hauses natürlich auch ausmacht, ist die Geschichte, die wir hier finden. Das Haus ist von 1749, damals als das Pfarrhaus hier gebaut, auch mit einer angeschlossenen Hofanlage, mit Scheunen, mit einem Brunnen und dann eben als Sitz des örtlichen Pfarrers. Und natürlich hat das Haus auch selber seine Geschichte erzählt. Also vieles haben wir dann noch einfach in der Renovierung gefunden. Was wir jetzt hier vor uns sehen, sind so die verschiedenen Schichten der Wände, die wir dann natürlich über die Jahre auch gefunden haben. Typische 70er Jahre, Tapete von der letzten Sanierung. Oder wir haben hier ein Stück einer alten Zeitung, dann hier eine alte Tageszeitung mit alten Nachrichten. Und weil wir das so spannend fanden, haben auch wir eine Zeitkapsel in der Wand versteckt mit einigen Sachen aus 2020. Dann kommt mal mit in den Flur. Hier im Flur haben wir die alte Originaltreppe auch wieder. Die haben wir, als wir das Haus gekauft haben, in einem typischen Zustand vorgefunden. Mehrere Schichten Lack, dunkle Farbe, verklebter Teppich obendrauf. Und ich glaube, anteilig ist hier wirklich die meiste Zeit im ganzen Haus draufgegangen. Sina hat viele, viele Stunden, Tage, Abende damit verbracht, die verschiedenen Schichten zu entfernen, sodass wir wirklich wieder auf die Grundstruktur der Treppe runterkommen konnten und die jetzt dann auch in der neuen Farbe wirklich betonen konnten. Und hier könnt ihr auch die historischen Fliesen sehen, die wir erhalten haben. Die waren tatsächlich ein Grund, warum ich überhaupt auf das Inserat von dem Haus aufmerksam wurde. Und diese Fliesen waren auf dem Titelbild zu erkennen und haben meine Neugier geweckt. Und da dachte ich, da klicke ich doch mal drauf. Hier sind wir jetzt im Bad, wo wir wahrscheinlich sowohl optisch als auch baulich eine der größten Veränderungen hinter uns haben. Hier hatten wir ein Bad vorgefunden im typischen 70er-Jahres-Stil, knallorange, überall Fliesen. Und das haben wir natürlich alles zurückgebaut, alles rausgenommen. Unter anderem auch in großer, großer Arbeit den Boden bis auf das ursprüngliche Dachgebälk, was dann unter anderem dazu geführt hat, dass unser Elektriker einmal einen Stock tiefer in den Keller gekracht ist. Ja, ihr findet hier bei uns relativ viel Weiß und Beige und Naturtöne. Das war mir besonders wichtig, dass es nichts gibt, was hier schreit, was ablenkt, sondern dass alles ein harmonisches Gesamtbild ergibt. Dann lasst uns jetzt mal hochgehen in den ersten Stock. Als wir das Haus übernommen haben, war hier noch eine Wand eingezogen und so war der Flur hier oben sehr verschachtelt und dunkel auch. Und hier überall lagen verschiedene Teppichböden und ja, wir haben uns dann entschieden, die Wand hier rauszureißen, haben uns damit mehr Offenheit geschaffen, haben die Dachfenster erneuert und so kann ich jetzt hier oben ganz hell und offen arbeiten. Wir haben ja nicht so viele Bilder hier im Haus. Umso mehr ist das hier unser Kunstwerk. Uns lag sehr am Herzen, dass wir immer wieder daran erinnert werden, was auch die im wörtlichen Sinne Grundmauern unseres neuen Hauses sind. Und deswegen haben wir hier das Fenster offen gelassen, was wirklich die alte, 275 Jahre alte Wand zeigt mit dem Fachwerk und den Gefachen wirklich aus altem Bruchstein.
Ja, und mein Papa hatte dann noch die Idee, diese kleinen Männchen hier hinzusetzen, die auch so ein bisschen für die Familie stehen sollen. Viele werden uns bestimmt auch fragen, was es von hier nach hier am Ende gekostet hat. Wir haben etwa 350.000 für das Haus und das Grundstück bezahlt und in etwa nochmal das Gleiche draufgelegt für die Renovierung des Hauses und für den Gartenbereich. Der nächste Raum ist jetzt unser Schlafzimmer. Auch hier hatten wir zuerst einen kleinen, beengten Raum. Das war das alte Schlafzimmer. Und deswegen war das Erste, was wir an der Stelle gemacht haben, dass wir hier diese Wände freigelegt haben. Wir haben die Gefache rausgenommen und haben dann die Abseiten hier zum Teil des Raumes gemacht. Die Steine im Übrigen, die haben wir dann wieder im Garten genutzt. Die begrenzen heute unsere Gartenwege. Das Zweite, was wir hier oben, wie auch im ganzen Obergeschoss machen mussten, war erstmal eine Dämmung herzustellen. Früher hat man hier direkt aufs Ziegelwerk geschaut. Das heißt, wir haben hier erstmal eine Dämmung ergänzt und haben dann auch hier in der Zwischendecke die alten Gefache rausgenommen und durch einen Naturstoff gedämmt. Und als dann die Wände weg waren und das Fachwerk sichtbar war, hatten wir hier plötzlich einen großen, schönen, gemütlichen Raum. Und da hat sich dann nur die Frage gestellt, wie stellt man hier jetzt eigentlich so ein Bett oder Möbel hin? Und dann haben wir uns entschieden, mit einem Schreiner zusammenzuarbeiten. Der hat uns dann diese Kommode hier gemacht als Stauraum. Und dahinter ist dann unser Bett mit Blick nach draußen in den Garten. Und hier geht es dann weiter durch diesen alten historischen Türrahmen in mein kleines Ankleidezimmer. Hier haben wir auch Bilder von unserer Hochzeit. Die Hochzeit war gleichzeitig eigentlich auch das Fertigstellungsdatum unseres Hauses. Am Tag vor der Hochzeit ist wirklich unsere Einfahrt noch fertig geworden, was so das letzte große Projekt dann war. War für uns auch ganz besonders, weil wir haben unsere Hochzeit auch hier im Haus und um das Haus herum gefeiert. Da wir beide in einem Haus mit Garten aufgewachsen sind, war uns das bei unserem eigenen Haus auch wichtig. Und hier gab es ja früher keinen direkten Zugang zum Garten. Jetzt haben wir hier diesen schönen Balkon mit der Treppe nach unten aufgebaut. Und hier sitzen wir dann ganz oft zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen, laden Freunde ein, grillen hier, verbringen ganz schön viel Zeit hier draußen. Auch im Garten, wie der früher ausgesehen hat zu Pfarrerszeiten, wissen wir natürlich nicht. Spannend ist aber, dass hier offensichtlich auch mal ein Tennisplatz war. Wir haben den leider nicht mehr vorgefunden, sondern bei uns gab es vor allem eines, nämlich Brennnesseln. Das heißt, wir haben erstmal den ganzen Garten gesäubert und haben jetzt heute hier einmal ein großes Rasenstück, einen großen Nutzgarten und dann hinten auch eine Feuerstelle, die dann in einen Waldbereich übergeht, der bis hinunter zum Bach reicht. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, was wir uns hier geschaffen haben. Das können wir uns manchmal gar nicht mehr so vorstellen. Und dann schaut man sich wieder ein Vorher-Nachher-Foto an und denkt so, wow, so sah es hier vorher aus und das haben wir daraus gemacht. Da sind wir schon sehr, sehr stolz drauf und fühlen uns jetzt sehr, sehr wohl hier. Das war die Roomtour durch unser altes Pfarrhaus. Wenn ihr noch mehr spannende Häuser sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal und schaut hier rein. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss.